So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich glaube, es werden sich unfassbar viele Menschen auf das freuen, was in diesem Video folgen wird. Genauso wie auch ich, denn es heißt Comeback. Ja, ich werde das Comeback des Jahres, des Jahrhunderts, wenn nicht sogar meines persönlichen Lebens im Copy Trading angehen. Und ich lade jeden herzlich dazu ein, in der zweiten Runde noch einmal dabei zu sein. Für all diejenigen, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Wobei das ganz, ganz schwer war, das nicht mitzubekommen. Wir haben absolute Copy-Trading-Geschichte geschrieben. Über 18.200 Investoren mit einem Asset-Under-Management-Portfolio, was ich verwalten durfte, von 72 Millionen Dollar, haben wir einfach auf die Beine gestellt und das Ganze für das Vertrauen in einem Spektrum entlohnt, was einfach absolut seinesgleichen sucht. Ja, wir haben an der Spitze über 1600% Profit erwirtschaften können, bin dann, nachdem es einen kleinen Verlust zu Ende gegeben hat, einfach aufgrund dessen, dass wir ein zu heftiges Volumen hatten. Es ist einfach so, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Habe ich mich dann dazu entschlossen, nachdem etwas dann nicht ganz regelkonform gelaufen ist, meiner Meinung nach zumindest, das Ganze wieder sein zu lassen. Aber ich brauche die neue Herausforderung. Ja, es ist relativ langweilig geworden, weil ich kein richtiges Wachstum irgendwo mehr erleben durfte, sage ich mal. Also klar, alles geht ganz normal weiter. Mein Trading läuft brutal. Meine Ausbildungen, die ganze Wall Street Story läuft einfach geil. Also das ist nicht das Thema. Trotz dessen das war einfach eine richtig geile Zeit und eine richtig geile Reise im Copy Trading. Und ich möchte einfach die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, in der zweiten Runde nutzen, um das Ganze noch besser, noch profitabler, in Anführungsstrichen, you never know, ich kann nichts garantieren. Trotz dessen, ich versuche einfach das allerbeste da rauszuholen. Und zwar nicht nur für mich, sondern vor allem auch für dich. Ja, ich habe natürlich, wie ich schon sagte, ein paar Erfahrungen jetzt gesammelt in einer Größenordnung, wo meiner Meinung nach weltweit noch nie jemand gespielt hat. Es gab noch nie einen Copy Trader, wenn ja, verbessere mich sehr gerne. Aber ich habe mich schlau gemacht auf verschiedenen Plattformen. Es gab noch nie einen Copy Trader, der in diesen Dimensionen gespielt hat, wie wir das gemacht haben. Und dafür will ich zunächst einmal Danke sagen für jeden oder auch für jede, der oder die Part von dem Ganzen war, weil das war natürlich, wie ich schon sagte, auch the story of my life und ich habe einfach wieder richtig Bock auf diese Herausforderung. Ich habe richtig Bock, dieses Wachstum noch ein weiteres Mal mitzunehmen und ich möchte direkt den Zahn ziehen, bevor der ein oder andere jetzt vielleicht auf die Idee kommen könnte, ich mache das aus der Intention des Geldes heraus. Wie ich lange schon erklärt habe oder auch eigentlich nicht mehr erklären muss, aber ich weiß nicht, wer dieses Video hier sieht. Ich bin Gott sei Dank durch. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, ich habe mich perfekt aufgestellt. Das heißt, meine Intention ist 0,00% irgendein finanzieller Aspekt. Natürlich werde ich damit mit Sicherheit eine Menge Kohle verdienen, ja, werde dafür aber auch eine Menge Arbeit da reinstecken und ich verdiene die Kohle nur, wenn du noch mehr Kohle verdienst, ja, und das ist das ganz Wichtige dabei. Für all diejenigen, die wissen, was Copy Trading ist, brauche ich nicht mehr viel zu erklären. Für all diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, nur ein paar Worte dazu. Was ist Copy Trading? Copy Trading bedeutet, ich mache einen Trade, du hast die Möglichkeit, dich mit deinem eigenen Account an meinen Account dran zu klemmen. Ich habe keinen Zugriff auf deinen Account. Das Einzige, was jetzt passiert, nachdem du deinen Account mit meinem gekoppelt hast, ist, wann immer ich einen Trade öffne, wird er auf deinen Account kopiert. Und das Ganze so proportional geschickt, dass wann immer ich 1% Profit oder auch 1% Verlust mache, du ebenfalls 1% Profit oder 1% Verlust machst. Ja? Das heißt, das Ganze wird nach oben oder auch nach unten skaliert, je nachdem, ob auf deinem Konto mehr oder weniger Geld drauf ist als auf meinem. Ja? So funktioniert das Ganze, ganz kurz und knapp gesagt. So, jetzt nochmal die Beweggründe. Wie ich schon sagte, es ist ein bisschen ruhiger geworden, es ist ein bisschen langweiliger geworden und ich brauche diesen Druck, ich brauche diese Herausforderung und ja, ich habe damals aus verschiedenen Gründen aufgehört. Ihr habt mit Sicherheit alle mein Video gesehen zum Abschied mehr oder weniger, wo ich das Ganze vor circa einem Jahr, glaube ich, Pi mal Daumen, an meinen Geschäftspartner, den Dominik, abgegeben habe und werde das jetzt wieder übernehmen. Ja, das heißt, ich übernehme den Copy Trading Account
vom Dominik, beziehungsweise meinen alten Copy-Trading-Account wieder zurück, der circa bei 1400% Profit steht, und dort werden wir dann weitermachen. Und meine Vision des Ganzen, wie ich schon sagte, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber warum mache ich das Ganze? Was ist die Intention dahinter? Es ist ein bisschen langweilig geworden und ich habe richtig Bock zu grinden. Ich will es einfach noch mal wissen. Ja, das ist vielleicht nicht unbedingt eine Ego-Sache, aber ich habe eigentlich nicht mehr viel zu gewinnen, habe aber eine Menge zu verlieren, in Anführungsstrichen eine Menge zu verlieren, aber wir kommen gleich nochmal zu ein paar Parametern, die ich ansprechen würde. Aber wie gesagt, ich brauche diese Herausforderung, ich brauche diesen Druck, ich habe wieder richtig Bock darauf, glaubt es mir. Ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das nochmal mache oder nicht. Und es ist verrückt, es ist schon über ein Jahr her, so Pi mal Daumen ein Jahr her, als ich mit dem Copy Trading aufgehört habe, und ich kriege bis heute noch täglich Nachrichten: Bitte komm zurück, es gibt keine greifbare Alternative, David, wir brauchen dich. Und ich komme zurück, und zwar mit einem Elan, der seinesgleichen sucht. Das heißt natürlich nicht, ganz, ganz wichtig zu verstehen, an dieser Stelle der absolute Risikodisclaimer. Das heißt natürlich nicht, dass das Ganze eine Einbahnstraße ist. Das war es davor nicht gewesen, das wird es auch jetzt nicht sein. Und natürlich beinhaltet jedes Investment seine Risiken, bis hin zum Totalverlust. Und auch dieser ist in meinem Investment, in meinem Copy Trading nicht ausgeschlossen. Er ist unwahrscheinlich. Ja, ich weiß, was ich mache. Nichtsdestotrotz, er ist nicht ausgeschlossen, denn es gibt verschiedene Parameter, die Aufschluss darüber geben, wo Risiken quasi in dem ganzen Investment stecken. Der erste Parameter, das bin ich. Ja, der Trader, der jederzeit die Möglichkeit hat, nur mit einem einzigen Fehler, und wir sind alle nicht fehlerfrei, auch ich bin nicht fehlerfrei, mit nur einem einzigen Fehler das ganze Konto innerhalb von 10, 20 Minuten zu plätten. Ja, Gott sei Dank habe ich meine Erfahrungen da schon gesammelt, und das wird zu 99,99% nicht vorkommen. Es bleiben aber 0,01, ja, Prozent übrig. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist mir, dass du verstehst, dass jedes Investment, vor allem auch dieses Investment, seine Risiken birgt. Ja? Das erste Risiko, wie ich gesagt habe, bin ich als der Trader, als die Person. Das zweite Risiko, was wir am Start haben, ist der Broker. Der Broker, wo deine Gelder drauf liegen. Ich selber habe zwar keinerlei Zugriff auf irgendeinen Cent von deinem Account, ja, weil du erstellst dir auf meinem Broker, oder nicht auf meinem Broker, sondern auf dem Broker RoboForex erstellst du dir einen Account. Das ist ein Broker, mit dem arbeite ich bereits seit 8 Jahren zusammen. Das ist ein Broker, der hat es geschafft, uns bis 72 Millionen Skalierung ohne Probleme irgendwie wie soll man das sagen? Er hat uns auf jeden Fall keinerlei großen Probleme gemacht, bis natürlich kurz vor Ende. Dazu habe ich aber schon ein Video gemacht, kann ich aber gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber trotz dessen, dieses Geld liegt bei einer fremden Institution, bei einem fremden Unternehmen, das heißt RoboForex. Ich habe keinerlei Einsicht, keinerlei Möglichkeiten, irgendetwas oder diesen Risikoaspekt rauszunehmen. Kann ich einfach nicht. Es gibt keine geilere Plattform. Das heißt, wir haben, egal bei welchem Broker, ob RoboForex oder welche Broker auch immer, wir haben immer dieses Risiko. Das ist klein. Und man muss ganz klar sagen, wir haben in einer Größenordnung gespielt, das hat es noch nicht gegeben. Und RoboForex hat alles gemanagt. Ja, nämlich als ich aufgehört habe mit dem Copy Trading, sind von den 72 Millionen innerhalb von einer Woche, ich habe es ganz genau getrackt, über 50 Millionen Dollar auch ausgezahlt worden. Ja, die Plattform ist nach wie vor da. Alle haben ihre Gelder bekommen. Ich habe zumindest keinerlei Nachrichten bekommen, dass irgendwo noch irgendwelche Gelder fehlen. Das heißt, der Broker, unser Partnerbroker, war imstande, dieses Volumen für uns zu managen, und nicht nur das, sondern auch Multimillionen von Gewinnen auszuzahlen. Ja? Das heißt, es besteht natürlich ein Risiko, aber aufgrund der Erfahrungen, die ich gesammelt habe, würde ich auch dieses als relativ klein einstufen, aber mach deine eigene Research. Ich bin nicht der Broker, ich kann dir da nichts garantieren, und das ist ein weiterer Risikoaspekt, über den wir hier einfach sprechen müssen und sprechen sollten, ja, weil ich habe keinerlei Einfluss auf Dinge, die die dritte Party macht, die wir aber brauchen für dieses System, ja, das heißt, egal wo, wir brauchen einen Broker, der das Ganze macht, und ich habe persönlich den besten oder das beste Gefühl bei RoboForex. Nichtsdestotrotz, wenn du da kein gutes Gefühl bei hast, dann lass es sein. Vollkommen in Ordnung. So,
Jetzt habe ich natürlich, wie ich schon sagte, aus der Vergangenheit gelernt. Ja, der Grund, warum ich am Ende aufgehört habe, war folgender. Wir hatten ein Setup, das war der letzte Trade, den ich auf diesem Account gemacht habe, und wir haben in diesem Setup 10,5% verloren, ja, Verlust gemacht. Es ist damals dazu gekommen, dass ich hatte einen Stop-Loss auf dieser Plattform und den kennt der Broker natürlich, und es gab einen sogenannten ein sogenanntes Stop-Loss-Phishing, ja. Das heißt, der Markt ist eine Millisekunde runtergerast und danach komplett to the moon gegangen. Und diese Bewegung nach unten, die hat es eigentlich nicht gegeben. So, daraufhin habe ich gesagt, wenn ihr das nicht resettet, dann bin ich raus. Ja, es kam kein Reset und es kam die Antwort einfach aufgrund dessen, wir können das nicht machen, weil du hast halt auch ein unfassbar großes Volumen, was du eigentlich so nicht unterkriegst. Nachvollziehbar, kein Problem. Trotzdem damals für mich gesagt, boah, wir sind jetzt so groß, und wenn das noch einmal passiert und noch einmal und noch einmal, dann geht es halt an die Substanz, ja, und dann geht es halt auch an die Gelder oder an die gewonnenen Gelder und vielleicht sogar an Verluste für neue Leute, die dazugekommen sind, und das wollte ich halt auf gar keinen Fall. So, jetzt habe ich aber natürlich durch all diese Erfahrungen, die ich dankbarerweise sammeln konnte, habe ich natürlich gelernt. Das heißt, es wird diesmal komplett anders laufen. Also in Anführungsstrichen komplett. Ich will das jetzt auch nicht dramatisieren. Aber wie es ablaufen wird, ist relativ simpel. Ich mache bei 50 Millionen Assets under Management ein Hardcap. Ja, ich werde darüber hinaus keinen einzigen Dollar mehr an dieses Copy Trading anschließen lassen. Das kann ich mit 2 Klicks relativ einfach in RoboForex einfach umstellen, wo ich dann sage, okay, wir sind jetzt nicht mehr öffentlich, sondern sind privat, und ich muss die Leute bestätigen. Das heißt, auch wenn wir privat sind und jemand hat den Link, der hat die Möglichkeit, eine Anfrage zu senden. Wenn ich diese Anfrage aber nicht bestätige, dann handeln wir dieses Volumen zusätzlich nicht mit. Das heißt, ich werde ganz genau die Assets under Management tracken. Ich bin ziemlich sicher, wir werden diese 50 Millionen wahrscheinlich in unfassbar schneller Zeit erreichen, weil das Interesse war einfach unfassbar groß, ja, und ich denke mal, das Video hier oder generell diese Ansage wird halt komplett durch die Decke gehen und komplett einfach alles zerstören. Ich freue mich sehr, sehr drauf, ohne Spaß. Ich freue mich einfach drauf, wenn ihr euch darauf freut, dass ich wieder etwas mache. Also das ist krass. Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber das ist auch so eine Intention. Das gibt mir persönlich einfach ein schönes Gefühl. 100%ig. Aber Gefühl mal beiseite. Es geht um Trading, es geht um Copy Trading, es geht um eine Möglichkeit, vielleicht einige 100% im Trading mit mir gemeinsam als sein starker Trader an der Seite zu verdienen. Denn das Schöne im Trading ist, du kannst nur 100% verlieren, du kannst aber unendlich viele Prozente gewinnen. Ja, das ist so ein schöner, schlauer Satz, den es da draußen gibt, und der ist komplett wahr. Das heißt, und jetzt kommen wir dazu zu sprechen, investiere nur das Geld, was du bereit bist, im schlimmsten Falle zu verlieren, denn es kann ein Worst Case eintreffen, es kann zu einem Totalverlust kommen. Egal wie unwahrscheinlich er ist, es kann dazu kommen. Das heißt, bevor du deine Investmententscheidung triffst, versetz dich in die Lage, wie fühlst du dich, wenn dein Investment XYZ weg ist? Unwiderruflich weg ist. Wenn du sagst, das ist vollkommen in Ordnung für mich, dann ist es genau dein Risiko, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn du sagst, das würde schon richtig wehtun, bis sogar existenzbedrohend sein, dann auf gar keinen Fall. Ja, denn, ganz, ganz wichtig, ich werde keinerlei Verantwortung für dein Investment übernehmen. Ja, das heißt, ich werde im besten Wissen und Gewissen diesen Account handeln. Ich kann aber nicht bestimmen, ob du dabei bist, und ich will es auch nicht bestimmen, ob du dabei bist, und ich will es auch gar nicht dir verkaufen, und vor allem bestimme ich nicht, mit welchem Betrag du dabei bist. Diese Entscheidungen liegen zu 1000% bei dir, und dafür musst du die komplette Verantwortung übernehmen, denn das lasse ich nicht mit mir machen, ja? Ganz, ganz wichtig. Ich habe natürlich darüber hinaus, die nächsten Erfahrungen, die ich sammeln musste, waren ganz, ganz viele Nachrichten, die mich erreicht haben. In geilen Zeiten pusht einen das ein bisschen, wobei in geilen Zeiten nicht so viele Nachrichten gekommen sind. In schwierigen Marktphasen hat mich das aber extrem runtergezogen. So, jetzt sind wir im Trading in der absoluten Königsdisziplin, um Geld zu vermehren. Ja, das heißt, es ist der
schwerste Weg, um einfach Geld zu verdienen. Lass dir das auch mal auf der Zunge zergehen. Der schwerste Weg, um einfach Geld zu verdienen. Das heißt, in der Theorie kannst du einfach Geld verdienen, aber in der Praxis ist es unfassbar schwer, das Ganze auch zu meistern und zu bewerkstelligen. Gott sei Dank habe ich eine ganz, ganz geile Expertise und es funktioniert seit Jahren sehr, sehr erfolgreich bei mir. Trotz dessen, you never know. Resultate aus der Vergangenheit garantieren niemals ein Resultat in der Zukunft. Es kann ein Indikator sein, es kann, muss es aber definitiv nicht, ja? Das muss dir also auf jeden Fall vorab klar sein, wenn du auch nur mit dem Gedanken spielst, hier mit am Start zu sein. So, jetzt bin ich aber wieder ein bisschen abgeschwiffen. Und zwar, ich habe extrem viele Nachrichten bekommen, in positiven Zeiten geil, hat einen gepusht, hat ein bisschen gut getan, balsam für die Seele mehr oder weniger. Das waren aber natürlich bei weitem nicht mal 5% von den Nachrichten, die reingekommen sind, wenn es schlecht gelaufen ist. Und die ziehen einen natürlich extrem runter. Und wie ich schon sagte, wir sind in einem Haifischbecken, wir sind in einer extrem schwierigen Branche. Und das Allerwichtigste ist, dass ich mental, weil 80% im Trading ist dein Kopf. Wenn mein Kopf nicht mitmacht, dann tust du dir selber keinen Gefallen, weil dann ist nahezu garantiert, dass du dein Investment verlierst. Das heißt, es ist in unserer aller Interesse, mich in schlechten Marktphasen in Ruhe zu lassen. Denn das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, vielleicht passt mir das Ganze nicht und ich höre wieder auf. Es waren sehr viele Menschen extrem traurig darüber. Das heißt, ich hoffe, das wiederholt sich nicht. Das zweite Ding ist halt, du kannst dein ganzes Konto verlieren, weil wenn ich nicht mehr im Kopf klar sein kann, weil ich zugeballert werde, dann wird sich das garantiert auf deinem Handelskonto, auf deinem MT4, auf deinem Broker-Account widerspiegeln. Und das willst du auf gar keinen Fall. Glaub es mir. Ich bin sehr, sehr stark. Ich durfte Erfahrungen sammeln, dankbarerweise, die keiner da draußen sammeln konnte. In diesen Dimensionen unterwegs gewesen zu sein, ist ein unfassbar großes Privileg, war eine unfassbar große Schule für mich und ich will es nicht missen, ja. Trotz dessen habe ich natürlich daraus gelernt. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich werde, was das Ganze von der Öffentlichkeit her angeht, was das Ganze von den Nachrichten her angeht, die ich damals alle selber gemacht habe, das musst du dir mal wegtun. Also das ist krank, was da passiert ist. Das habe ich damals alles selber gemacht. Ich bin natürlich gewachsen. Ich selber werde die Nachrichten gar nicht beachten. Das heißt, egal was du schreibst, sei dir sicher, ich selber werde deine Nachricht nicht sehen. Ich werde mich schützen, ich werde dein Geld schützen, ich werde meinen Kopf und mein Mindset schützen, um das Maximale für dich rauszuholen. Ich will trotz dessen, dass keine Frage unbeantwortet bleibt. Das heißt, wir haben natürlich für den Support jetzt vorgesorgt. Ja, wir haben einen Support-Mitarbeiter, der wird sich um all diese Nachrichten kümmern. Trotz dessen, bitte lass diese Negativität weg, weil ich kann dir jetzt schon garantieren, es wird schlechte Phasen geben. Es wird schwierige Phasen geben. Es wird Phasen geben, wo du dir denkst, ob das alles gut geht oder ob jetzt vielleicht das Ding doch gegen die Wand gefahren wird, ob das alles vorher Glück war. All das wird kommen. All das wird kommen. Und ich garantiere dir das jetzt bereits an Ort und Stelle. Da bin ich transparent genug und nicht nur transparent genug. Jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Trading auseinandergesetzt hat oder vielleicht auch schon mal selber getradet hat, der weiß, wovon ich spreche. Jeder, der mal in einem anderen Copy-Trading war oder auch bei mir, der weiß, wovon ich spreche. Jeder, der irgendwelche Berührungspunkte mit dem Trading hatte, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Und zwar 1:1. Und genau deswegen werde ich mich persönlich viel weiter zurückziehen, als ich es damals gemacht habe. Ich werde den vollen Fokus nicht auf Community setzen, nicht auf irgendwie Stories setzen, nicht auf Öffentlichkeitsarbeit setzen, nicht auf irgendwelche Statements setzen, sondern komplett auf die Performance. Das heißt, vielleicht wird es Statements geben, ich werde dir diese aber nicht mit dazugeben. Das heißt, wenn so etwas kommt, dann ist das optional. Wenn so etwas nicht kommt, frag gar nicht danach nach, denn ich kriege die Nachricht erstens nicht und zweitens mache ich das Statement dann, wann ich es für notwendig halte und nicht dann, wann du eine emotionale Stütze brauchst, weil du vielleicht gerade dich überhebelt hast oder tatsächlich so emotional zu Geld bist, dass du mit deinen eigenen Emotionen nicht klarkommst. Ganz wichtig, wälz diese nicht auf mich ab. Denn, wie ich schon sagte, es bringt überhaupt nichts. Es hat nur Nachteile. Keinen einzigen positiven Aspekt, den du da rausziehen kannst. Nur Nachteile. Ja,
Ich spreche aus absoluter Erfahrung. Ich weiß, was passiert, wenn ich 10% verliere und 3000 Nachrichten innerhalb von einer Stunde auf meinem Handy landen. Ich weiß, wie ich mich da fühle. Ich weiß, dass ich dann nicht mehr zu 100% da sein kann. Das kann niemand auf der Welt. Du kannst der stärkste Mensch auf dieser Welt sein. Das kannst du nicht überwältigen. Glaub es mir einfach. Glaub es mir. Ich bin extrem stark und ich bin dankbar für diese Stärke, für diese mentale Mindset-Stärke, bin ich extrem dankbar. Das habe ich mir jahrelang auch angeeignet und in dem Prozess von dem Copy-Trading, wo wir Geschichte geschrieben haben, durfte ich mir diesen Skill immer und immer weiter und tiefer aneignen, ja? Geil, das ist hundertprozentig da. Aber wie gesagt, ich glaube diesbezüglich genug gesagt. So, ich wollte dieses Video jetzt dafür nutzen, um dir einfach alle Informationen dazu zu geben und ich hoffe, ich habe das getan, was abgehen wird. So, jetzt kommen wir zu dem positiven Teil. Es wird losgehen. Es wird losgehen. Ich glaube, es freuen sich gerade Tausende, Zehntausende von Menschen auf dieses Video und ich freue mich ebenfalls und ich glaube, nicht nur ich glaube, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein zweites Mal Copy-Trading-Geschichte schreiben. Meine Überzeugung soll aber keinerlei Antrieb für deine Entscheidung sein oder für deine Investmenthöhe, denn, wie ich schon sagte, ein Totalverlust kann jederzeit, zu jeder Sekunde eintreffen. Egal wie gut es läuft. Wir können 3 Monate eine Hammer-Performance haben, du skalierst deinen Account und sagst, ja, ist ja alles safe. Nach 3 Monaten und 1 Tag kann das Ding platt sein. Deswegen sei dir darüber zu jeder Zeit im Klaren, dass alles, was auf diesem Account ist jederzeit gefährdet. Ist jederzeit gefährdet. Das kurz dazu. Mein Investmentansatz, den ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn du 100% auf dein Investment, auf dein Kapital erwirtschaftet hast, zieh dein Geld raus. Scheiß auf den Zinseszinseffekt. Ich weiß, das ist nicht immer besonders einfach. Trotz dessen, das Allerwichtigste im Investieren ist, erstmal kein Geld zu verlieren. Das heißt, du hast ein Risiko. Dieses Risiko bist du bereit einzugehen. Du hast dir ganz genau darüber Gedanken gemacht, wie viel Geld möchtest du auf diesen Account laden. Dann siehst du, alles klar, jetzt habe ich 100% meines Geldes erwirtschaftet. Das ist der Punkt, wo ich sagen kann, ich möchte mein Risiko komplett rausnehmen. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist mein Investmentansatz, damit bin ich extrem erfolgreich unterwegs. Und die Gier frisst meist das Hören auf. Das heißt, in dieser Situation wirst du dir vielleicht denken, ja, läuft ja gerade alles Hammer und ich lasse es einfach drauf. Mach das bitte nicht. Nimm deine Gewinne mit, nimm dein Risiko komplett raus und lass deine Gier nicht dein Gehirn auffressen, denn das führt meist dazu, dass du am Ende als Verlierer rausgehst. Ja, das auf jeden Fall noch dazu. So. Wann geht das Ganze hier los? Ich rechne damit, dass wir ab dem 12. Februar das Ganze in den Start setzen. Ja? Das heißt, es ist ganz genau wieder derselbe Copy-Trading-Account wie damals. Am 12. Februar starte ich mit diesem Account, übernehme ich diesen Account und werde so gut es geht, alles geben, um auf die 10.000% Profit zu kommen. Ja, das hört sich jetzt natürlich erstmal viel an, aber man muss ganz klar sagen, wir sind jetzt derzeit schon bei 1.400%. Ich möchte aus den 1.400% 10.000% machen. Das ist mein persönliches Ziel, denn ich gehe immer mit einem eigenen Ziel an diese Sache ran. Genauso wie hier auch bei so einer wichtigen Sache wie bei dem Copy Trading. Das heißt, das Ziel erste Haltestelle sind 10.000%. Das bedeutet ein nahezu 10x auf dein Investment. Minus Gewinnprovision etc. Lass es ein 7x sein. Ja. Pi mal Daumen, vielleicht auch nur 6x, weil wir sind bei 1.400%, 1.400 mal 10, wenn 14.000, so um den Dreh. Ja. Das ist mein persönliches Ziel. Ich bin der Meinung, ich kann das erreichen, kann aber keinerlei 0,000% Garantie dafür geben. Ja, es kann sein, es muss aber nicht sein. Es kann sein, dass ich komplett floppe beim zweiten Mal. Es kann sein, dass wir komplett durch die Decke gehen. Alles ist möglich. Ich gebe zu jeder Zeit mein Bestes. Ich bin immer zu jeder Sekunde mit vollem Gewissen und Bewusstsein bei der Sache und hoffe, dass ich euch eine weitere Rendite eures Lebens erwirtschaften werde. In dem Sinne, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich freue mich einfach auf eine gemeinsame Reise. Ich freue mich auf eine zweite Geschichte, die wir hier hoffentlich schreiben werden und wünsche dir alles Gute für deine Entscheidung und möchte an dieser Stelle noch einmal ganz ausführlich betonen,
schau dir alle Informationen in diesem Video auch gerne ein zweites Mal an. Wann immer du dich danach fühlst, frustlos zu werden, mach das irgendwo. Geh ins Gym, geh zum Boxen, hau jemanden, nicht jemanden, sorry, hau gegen den Boxsack oder sonstiges und lass deine Aggression daraus, denn alles andere wird sehr kontraproduktiv für dein eigenes Kapital da sein. Ja, ganz, ganz wichtig. So, ansonsten Risiko solltest du dir bewusst sein, es ist eine Möglichkeit da, dass du dein gesamtes Investment verlierst, also wähle weise, ob du investierst und wenn ja, wie viel du investierst. Nur das Geld, was du im schlimmsten Falle bereit bist zu verlieren. In dem Sinne, ich habe euch lieb, ich freue mich unfassbar auf die gemeinsame Reise, wünsche uns allen zusammen den maximalen Erfolg für dieses Projekt und in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Dein David von der Wall Street Story. Ciao, ciao.